Цей дощ, як душ, цей день такий ласкавий. Сади цветут, в березах brudit сик. Regen wie aus der Dusche, ein Tag so schön. Die Gärten blühen, in den Birken gärt der Saft. Die Oper einer Nachtigall, La Scala. Tschernobyl, die Zone. Das 21. Jahrhundert, schreibt die ukrainische Dichterin Lina Kostenko, Jahrgang 1930. Sie ist die Galionsfigur der ukrainischen Autorengeneration der 1960er Jahre und bis heute eine moralische Autorität. Gegenüber der Zensur ging sie keine Kompromisse ein und nahm in Kauf, 16 Jahre lang zu schweigen. Durch Druckverbote versuchte das Sowjetregime, sie aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit zu drängen. Auch dem Russifizierungsdruck hielt sie stand und dichtete ausschließlich in ukrainischer Sprache. Diese Haltung machte Kostenko legendär. Lina Kostenko gilt außerdem als Bewahrerin und Chronistin der ukrainischen Kultur, denn ihre Helden kämpfen um ihre persönliche und um die nationale Freiheit, wie zum Beispiel in der barocken Kosakengesellschaft die junge Marussia Tschuraj im gleichnamigen Versroman. Kostenkos Image der Unbeugsamkeit entstand also zu Sowjetzeiten. Heute setzt sie dies mit dem Engagement als Umwelt- und Kulturschützerin fort. Ein entscheidender Wendepunkt war für Lina Kostenko wie für die Ukraine die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Tschernobyl? Tschernobyl? Nein, auf Ukrainisch Tschornobyl. Mit Tschernobyl befasst sich die Schriftstellerin nicht nur dichterisch, sondern sie wird zur Aktivistin. Diese öffnet ihrem Publikum aus ukrainischer Perspektive die Augen für eine kulturell und historisch bedeutsame Region, die sie nicht auf die radioaktive Verseuchung reduziert wissen möchte. In den dortigen Wäldern sind viele der mystischen Geschichten und Fabelwesen der ukrainischen Folklore sowie die heidnischen slawischen Gottheiten verortet. Seit Beginn der 1990er Jahre engagiert sich Lina Kostenko in den sogenannten Tschernobyl-Expeditionen in die Sperrzone, um die dortigen Lieder, Geschichten, Stickmuster, Ikonen, Truhen oder die Architektur zu dokumentieren, die teils 200 Jahre alten Artefakte zu sammeln und vor dem Vergessen zu bewahren. Durch diese Feldforschung sind Bücher, Filme und Ausstellungen entstanden, die die Terra Incognita der Sperrzone zugänglich machen und verhindern, dass die Region Polissja wie Atlantis verschwindet. Tschernobyl ist für die Autorin also nicht nur eine ökologische und geopolitische Katastrophe, sondern auch eine kulturelle und moralische, die einen Bruch mit allen bis dahin geltenden Regeln bedeutet. Ein geistiges Tschernobyl, wie Kostenko in einem ihrer Gedichte schreibt. Tschernobyl, die Zone, das 21. Jahrhundert. In den Höfen eine fliederfarbene Flut. Flieder überflutet die Zäune. Ein Hecht steht im Wasser und die Gänse fliegen jedes Jahr herbei. Doch auf den Veranden sprießt der Ahorn. Es war einmal ein Volk am Pripyat und verschwand. Im rot gefärbten Wald schießen Giftpilze aus dem Boden. Es wandelt der Tod, der einzige Pilzsammler hier.